Hallo liebe Zuschauer, ich habe mir was überlegt und direkt 3 Videos gedreht mit diesen lustigen Tierchen. Einmal Hase, sieht es so aus, dann ein Hahn und ein Schäfchen. Gemeinsamkeit ist, dass die alle 3 haben gleiche Körper, also Körperbau. Es ist so wie ein Ei und alle 3 häkelt man genau gleich. Und dann in jedem Video weiter erkläre ich die alle anderen Teilchen. Bei der ersten Video zeige ich Hase, zweite Video ist ein Hahn und dritte Video ist Schäfchen. Materialien, die ich für diese niedliche Hase benutzt habe: Amigurumi-Garn von Krobeck, verschiedene Farben, Wollnadel, Maschenmarkierer. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 3 und außerdem braucht man Füllstoff. Als erstes häkeln wir Körper in Form von einem Ei. Amigurumi-Ring, in diesem Ring 6 Festmaschen. Reihe Nummer 2 ziehen Sie diese Ende, Kreis schließt sich. Ab jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und markieren immer die erste Masche von der nächsten Reihe. In der Reihe Nummer 2 werden diese 6 Maschen verdoppelt unter die 2 Faden. Ich kann Ihnen zeigen 2 Varianten. Erste Variante: von unten, Häkelnadel, zieht man Garn raus, Masche, markieren. Die gleiche Stelle noch eine. Variante Nummer 2, Faden von unten, also Häkelnadel von oben. Und dann wird diese Masche überkreuzt. Versuchen Sie es, welche Variante für Sie in Frage kommt. So, 2 Stück hier gemacht, jetzt die nächste. Am Ende von der Reihe Nummer 2 wird 12 feste Maschen sein. Reihe Nummer 3, jede zweite Maschenzunahme. Ich mache direkt bei der ersten hier 2 Stück an einer Stelle. Dann wird eine einzige, dann die nächste Zunahme, 2 in einer Stelle. Am Ende von Reihe Nummer 3 sind 18 Maschen. Reihe Nummer 4, zwischen Zunahmen 2 einzelne Maschen. Als erste hier direkt Zunahme, markieren. Dann 2 einzelne, dann die nächste Zunahme. Am Ende von dieser Reihe wird 24 Maschen sein. Reihe Nummer 5. Zwischen Zunahmen sind 3 einzelne feste Maschen. Direkt hier Zunahme. Drei einzelne, dann ist die nächste Zunahme. Abwechselnd bis zu Ende von dieser Reihe. Am Ende wird es 30 Maschen sein. Reihe Nummer 6, das ist die letzte Reihe mit Zunahmen. Hier zwischen Zunahmen werden 4 einzelne feste Maschen gehäkelt. Am Ende von dieser Reihe wird 36 Maschen sein. Ab der Reihe Nummer 7
Bis inklusive Reihe Nummer 15 häkelt man ohne Zunahme einfach in Spiralrunden weiter im Kreis. Es wird immer 36 Maschen bleiben. Also nächste 9 Reihen häkelt ihr in die Höhe. In der Reihe Nummer 16 werden 6 mal Abnahmen sein und zwischen Abnahmen 4 feste Maschen. Erste Masche markieren. Zweite, dritte und die vierte. Und jetzt Abnahme. Man geht hier unter den einen Faden, dann in die nächste Masche unter den einen Faden, rausziehen und abhäkeln. Dann nächste 4 einzelne und die nächste Abnahme. Also insgesamt wird es 6 Abnahmen sein. Am Ende von dieser Reihe wird es 30 feste Maschen sein. So, nächste Abnahme hier, da und zusammen. Reihe Nummer 17 häkelt man einfach ohne Zunahme, ohne Abnahme 30 Maschen. Reihe Nummer 18, hier sind wieder Abnahmen, 6 Mal, 3 feste Maschen, eine Abnahme. Wiederholt man das 6 Mal. Reihe Nummer 19 mit 24 Maschen im Kreis ohne Abnahmen. Reihe Nummer 20, 6 Abnahmen, zwischen Abnahmen 2 feste Maschen. Am Ende von dieser Reihe bleibt 18 Maschen. Eins, 2 und jetzt Abnahme. Und so weiter bis zu Ende von dieser Reihe. Reihe Nummer 21, 18 feste Maschen im Kreis ohne Abnahmen. Füllen Sie jetzt das Ei mit Füllstoff. So. Nächste Reihe, Reihe Nummer 22, eine Festmasche, eine Abnahme, 6 Mal und am Ende bleibt 12 Maschen. Falls nötig ist, füllen Sie noch ein bisschen mit Füllstoff auf. Und jetzt das Reihe Nummer 23, letzte Reihe. Hier häkeln wir 6 Abnahmen. Also es sind 12 Maschen und in jede 2 machen wir jetzt Abnahme. Am Ende bleibt nur 6 Maschen. Markieren Sie das auch erste. So weit im Kreis. 6 Abnahmen. So sieht das aus. Garn abschneiden, letzte Masche rausziehen. Und jetzt brauchen wir eine Wollnadel. In jede Masche, also unter der einen Faden hier, von unten reinkommen. So, in jede 6 und die letzte ist hier oben. Jetzt langsam achtsam das zusammenziehen, nicht zu festziehen, sonst kann Faden auch reißen.
so geschlossen. Und jetzt irgendwo nebendran reingehen. Und dann gehen wir hier raus, verstecken wir das. So, ziehen, formen ein bisschen, so ungefähr, und abschneiden. Als nächstes häkeln wir 2 Füßchen. Amigurumi-Ring, in diesen Ring 6 Festmaschen. Reihe Nummer 2, ziehen Sie diese Ende, Kreis schließt sich. Ab jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und markieren immer die erste Masche von der nächsten Reihe. In der Reihe Nummer 2 werden diese 6 Maschen verdoppelt. Unter die 2 Faden markieren. Die gleiche Stelle noch eine. So, 2 Stück hier gemacht, jetzt die nächste. Am Ende von der Reihe Nummer 2 wird 12 feste Maschen sein. Reihe Nummer 3, jede zweite Maschenzunahme. Ich mache direkt bei der ersten hier 2 Stück an einer Stelle. Dann wird eine einzige. Dann die nächste Zunahme, 2 in einer Stelle. Am Ende von Reihe Nummer 3 sind 18 Maschen. Reihe Nummer 4, einfach 18 Maschen im Kreis ohne Zunahme. Reihe Nummer 5, 3 feste Maschen, 6 Abnahme, am Ende 3 Festmaschen. Abnahmen sind genau wie vorher, unter der eine Faden, zweite Faden und abhäkeln. Also 6 mal 1. Passen Sie auf, dass ihr nicht in die gleiche Masche nochmal stechen. Und hier am Ende sind 3 feste Maschen geblieben. Die Reihe Nummer 6, einfach 12 feste Maschen im Kreis. Reihe Nummer 7 ist Ende, 2 feste Maschen einfach hier. Und ein bisschen auffüllen. So. Jetzt so zusammen knicken und hier häkeln wir jetzt 6 Festmaschen. Also es sind jetzt 12, knicken wir zusammen und häkeln wir doppelt, also wird dann 6 Festmaschen sein. So, schauen Sie, hier unter die 2 Faden und dann hier oben, hier. Dann die nächste gegenüberstehende. Und die letzte 6. Masche hier. Und fertig. So sieht das aus. Garn abschneiden lassen Sie auch 10 cm oder 15 besser zum Annähen. Abschneiden und hier einen Knoten bilden und rausziehen.
Und auf die gleiche Weise häkelt auch der zweite. Als nächstes häkeln wir 2 Pfoten. Amigurumi-Ring, in diesen Ring 6 Festmaschen. Reihe Nummer 2. Ziehen Sie diese Ende, Kreis schließt sich. Ab jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und markieren immer die erste Masche von der nächsten Reihe. In der Reihe Nummer 2 werden diese 6 Maschen verdoppelt. Reihe Nummer 3 und 4 häkelt man einfach mit 12 feste Maschen. In der Reihe Nummer 5 machen wir 6 Abnahmen. Erste markieren und weiter. Am Ende von dieser Reihe bleibt 6 Maschen. Reihe Nummer 6, 7 und 8 häkelt man mit 6 Maschen. Also 3 Reihen einfach in die Höhe. Und am Ende knicken Sie das so zusammen und hier häkeln wir 3 feste Maschen. Schauen Sie, wo ist der nächste hier direkt? Da oben. Lassen Sie genug Garn zum Nähen und rausziehen. Auf die gleiche Weise häkelt ihr auch die zweite Hand. Als nächstes häkeln wir 2 Ohrchen. Erste Reihe Amigurumi mit 6 feste Maschen. Zweite Reihe, jede Masche wird verdoppelt. Am Ende sind 12 feste Maschen. Ab der Reihe Nummer 3 bis inklusive Reihe Nummer 10 häkelt man mit 12 Maschen in die Höhe. Also nächste 8 Reihen einfach in die Höhe häkeln. In der Reihe Nummer 11 machen wir jetzt 6 Abnahmen und am Ende bleibt nur 6 Maschen. Anschließend zusammen hier knicken, 3 feste Maschen häkeln. Und weiter geht's mit einem kleinen Schwänzchen. Es wird nur 3 Reihen geben. Erste Reihe Amigurumi mit 6 feste Maschen. Zweite Reihe, jede Masche wird verdoppelt. Am Ende sind 12 feste Maschen. Reihe Nummer 3 häkelt man einfach mit 12 Maschen. Bei der letzten Masche hier Garn abschneiden, Masche rausziehen. Jetzt gleichen wir diese Höhe aus. Und zwar schauen Sie hier, diese 2 Faden lassen wir und gehen wir weiter. Unter diese 2 Faden zieht man diese Ende durch. Und jetzt zurück auf diese Stelle, wo es rauskommt. Drehen Sie auch rum. Hier unter diese 2 Faden. Auf die andere Seite. Zuletzt häkeln wir eine Schleife. Amigurumi-Ring, lassen Sie hier ein bisschen Ende. 4 Luftmaschen in diesem Ring. Dann 3 Doppelstäbchen. Einmal, zweimal in Ring. Einmal abhäkeln, zweimal abhäkeln und dritte Mal. Also insgesamt 3 Stück davon. Jetzt 4 Luftmaschen
und verbinden wir im Kreis einfach mit Festmasche. Ein bisschen nachziehen, damit das nicht zu weit ist, diese Luftmaschen. So. Weiter 4 Luftmaschen. Und wiederholen wir diese Seite 3 Doppelstäbchen. Und am Ende wieder 4 Luftmaschen und verbinden mit einer Masche im Kreis. Also ich schneide ungefähr 20 cm so ab. Jetzt diese Ende ziehen, damit der Kreis sich schließt. Und hier bei der offenen Masche einen Knoten machen. Und jetzt diese lange Ende paar Mal hier umwickeln in die Mitte ganz fest. Hier an andere Seite jetzt mit anderem Ende das verbinden, verknoten. Aber zuerst ziehe ich die auf die andere Seite. Es ist jetzt wirklich sehr fest hier. Es wird wahrscheinlich sehr schwer drauf zu ziehen. Ich gehe einfach unter der eine. Hier gehe ich auf diese Seite und verknote die beide zusammen. Und jetzt nehmen wir das alles zusammen. Ich habe auch ein paar Stecknadeln zum Fixieren, Teilchen. Schwarze Faden fürs Augen, rosa fürs Nase. Und los geht's. Ich fange zuerst mit Füßen an. Mit Stecknadel fixieren. Schauen Sie, können Sie Position ändern. Vielleicht noch ein bisschen auseinander, umgekehrt, ein bisschen zusammen, damit der Hase richtig sitzt. Hier ungefähr auf die gleiche Ebene. So, und mit Wollnadeln einfach durchmaschen, dann durch Füßchen, durch mehrere Stiche muss man das jetzt nähen. Wenn einer Fuß fertig genäht, dann gehen Sie auf die andere Fuß rüber. Damit die Füße nicht so weit hängen, wenn man einfach hier näht, hier ist fest, an dieser Stelle innen, so ich habe jetzt unten einmal durchgenäht und dann gehe ich mal eine Reihe Höhe hier bei den Fuß. Und auch hier ungefähr auch so 1-2 Reihen zwischen und in ein paar Stellen das dann so zusammennähen, damit das wirklich fest hält. Weiter dann habe ich diese Ende von diesem Fuß. Jetzt gehe ich auch so durch, die gleiche Stelle rauskommen und diese 2 Enden verknoten, abschneiden und dann nach innen verstecken. Weiter geht's mit Ohren. Man kann das so offen lassen und auch so annähen, damit die breite sind. Oder man kann die Ohren so zusammenklappen. Hier ein bisschen so zusammennähen. Dann werden sie so ein bisschen kleiner, nicht so breit. Also Ohrchen von oben so in die Mitte, dass die zusammenkommen. Kann man vielleicht auch direkt hier diese andere Ende von anderen Ohrchen durchziehen und verknoten, damit die wirklich zusammen jetzt halten. So.
Und an dieser Stelle erstmal auch fixieren mit Stecknadel und dann annähen. So sieht jetzt aus. Damit die Ohrchen wirklich zusammen sich so halten, kann man sich hier noch ein paar Stitchen zusammennähen. Oder ich habe so eine Schleifchen. Ich binde das einfach hier mit ein paar Knoten und Enden auch im Inneren verstecken. Hände kann man in zwei Varianten annähen. Erste Variante ganz nah am Körper. Von der Seite hier anfangen, 2 Stiche, dann durch Hand hier innen, also von die Seite und die Seite zusammen. Ein paar Stiche nähen, damit Hand wirklich ganz nah am Körper liegt. Und andere Variante ist, dass man Hand einfach so hier so hängen lässt. Ist auch eine schöne Variante. Also sucht aus, welche besser passt. Und als letztes nähen wir Schwänzchen. Setzen die Hase gerade. Dann diese Stückchen hier in die Mitte. So. Und erstmal fixieren, damit das auf der richtigen Stelle bleibt. Mit mehreren Nadeln. Ungefähr so wird dann das aussehen. Und im Kreis zu jeder Masche alles das annähen. Wir machen auch ein Gesicht nähen. Es gibt so welche Augen zum Aufkleben. Ich werde es aufnähen. Als erstes habe ich jetzt die Nase gemacht. Einfach Mitte raussuchen. 2 Reihen hier. Hier ein Strich und hier. So, jetzt kommen Augen. Ich habe ungefähr diese Stelle platziert. Komme ich irgendwo hier rein. Ich denke, eine Reihe fürs Auge wird ausreichend sein. Hier irgendwo in die Mitte und mehrere Striche, die gleiche Stelle, nähen ein Auge. Wenn ein Auge ist fertig, dann stechen Sie bei der anderen Seite. Und genau dasselbe hier ein Auge nähen. Wenn Auge fertig ist, ziehen Sie Nadel hier irgendwo durch. So. Und einen Knoten bilden, und Garn abschneiden und im Inneren verstecken. Da habe ich eine Streife weiß gemacht, hier bei der Auge, und ein paar Wimpern. Diese Garn habe ich ein paar Faden geteilt, damit die Wimpern nicht so dick werden. Und auch einfach auf die gewünschte Höhe. Hier können Sie auch nähen. Man kann auch so zum Beispiel so runter hier machen. Sieht auch schön aus. Und das war's, mein Häschen ist fertig. So sieht das aus. Wie man diese Blümchen häkelt, schauen Sie bitte auch andere Videos an. Das erkläre ich bei Video mit Schäfchen. So sieht das Schäfchen aus und Küken. Also schauen Sie noch diese 2 Videos an. Ich hoffe, es gefällt euch. Und schreiben Sie mir einen Kommentar. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!